Seht ihr diesen verschwommenen Filter? Schau mal, die Haare sind verschwommen, die Haare hier. Und der Bart auch. Meine Theorie ist, dass Rockstar Games zu der Zeit, wo sie diese 70 Bilder released haben, da die Haartechnik für die Charaktere noch nicht 100% fertig hatte. Es ist jetzt mehr so, wie es zum Release sein wird. Es wurde einfach weniger von Rockstar Games rumgespielt und weniger rumretuschiert. Es ist jetzt die Wahrheit. So wird GTA 6 ausschauen. Fertig. Tro hat gestern ein geiles Video hochgeladen. Ich habe mir das gestern im Zug angeschaut. Und ich habe einfach gecheckt, der Junge hat echt Background-Wissen. Wirklich, das habe ich ihm auch heute privat Nachricht gesagt. Es geht um Downgrade. Ja, es ist immer noch das Thema mit dem Downgrade. Und ich muss euch ehrlich was sagen. Wir sind zwar Deutsche. Wir sind deutsche Staatsbürger, du. Wir sind alles Kameraden, du, ja? Jonathan, toll drüber! Deutschland ist aus! Und wir sind sehr, sehr gerne Meckertanten. Ja, wir meckern sehr, sehr gerne, ja. Aber sind wir mal ehrlich, wir sind fast nur noch 4 Monate von dem Release. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? GTA 6 ist anscheinend jetzt fertig. Es wird sich nicht mehr viel ändern. Außer diese Aufnahmen, diese Screenshots sind alt. Jetzt stellt euch vor, Rockstar Games denkt sich, ah geil, Alter, nur noch 5 Monate vor dem Release. Komm! Lasst uns jetzt 63 Screenshots machen. Nicht 5 wie bei GTA 5 damals, nicht 4 wie bei GTA 4 damals. Lasst uns einfach 63 Stück hochladen. Die Leute werden sich doch bestimmt freuen. Und dann sitzen die so da, voller Freude. Die wollen uns was Gutes tun, weil wir so lange schon drauf gewartet haben. Die freuen sich, auf den Upload-Button zu drücken oder auf den Online-Button, je nachdem. Das wird veröffentlicht und dann nur noch Gemeckere. Fingernägel sehen aus wie Holznägel. Bart sieht aus wie punktiert. Bei Lucia bei einem Screenshot schaut Yarak aus Minirock raus. Bro, nur wird gemeckert. Und das ist eigentlich traurig, weil es gibt... Digga, das ist eigentlich voll unfair, weißt du, was ich meine? Es gibt 1 Million gute Sachen bei den Screenshots und vielleicht 50 schlechte Sachen. Und es gibt Leute, die konzentrieren sich nur auf die schlechten Sachen. Und das zeigt die Einstellung des Menschen auch, weißt du, was ich meine? Das ist wie im echten Leben, ja? Wie auf Arbeit. Oft jeder hat das auf Arbeit mitbekommen. Bro, du kannst pünktlich sein, du kannst bester Arbeiter sein, du kannst Überstunden schieben, du vernachlässigst manchmal die Pause, weil du einfach was schaffen willst. Ja, weil du einfach Bock drauf hast. Und dann bist du einmal krank, Bro. Du machst einen Fehler und du wirst fertig gemacht. Das ist selbe Prinzip. Das ist leider die Gesellschaft, ja? Deswegen konzentrieren wir uns mal auf die guten Seiten. Tro hat es eigentlich gestern ganz gut erklärt in seinem Video. Der spricht das Thema Downgrade an, ja. Man muss sagen, Tro ist wirklich deep in der Materie. Ich denke mal, ich weiß nicht, woher das hat, so, ne, dieses Diepe. Aber der Junge kennt sich auf jeden Fall aus, ja. Ich habe auch zu ihm ehrlich gesagt, ich habe ihm einen Tipp gegeben, der soll sich endlich gefälligst in Zukunft konzentrieren. Ey, Tro, falls du das sehen sollst, Alter, konzentriere dich endlich auf ein Spiel oder nur auf Rockstar Games, verdammt nochmal. Du hast so Potenzial, Alter. Junge, hör auf jetzt. Bruder, hör auf, hier über Samsung oder wie das heißt, Digga, zu sprechen. Oder über irgendwelche, Bruder, wie heißt es, Mafia, da geht Crash Out. Digga, der soll einfach bei GTA 6 auf jeden Fall bleiben. Er kennt sich doch aus, Bro. Man sieht es in diesem Video, dass er sich auskennt. Der hat es auch angenommen, hat gesagt, er wird jetzt bei GTA 6 bleiben. Sehr, sehr süße Bre. Er soll auf jeden Fall seine Art beibehalten. Er ist sehr spontan. Er macht einfach, worauf er Bock hat. Bloß, er muss sich finden. Also es muss eine Richtung werden. Das ist es. Ich finde ihn auch sehr unterhaltsam. Der ist, also auf Instagram, sage ich euch ehrlich, ne, der ist so unberechenbar, Digga. Einmal siehst du ihn, wie er läuft, 12.000 Schritte. Ja, dann siehst du ihn, wie er Gitarre plötzlich spielt. So, du bist gut genug, mäßig, ja. Bro, der ist einfach unberechenbar. Digga, man hat einfach Bock, Stories abzuchecken, weil, Digga, du weißt nicht, was heute kracht bei ihm. Weißt du, was ich meine? Wir schauen jetzt Tro sein Video an. Let's go. So, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Woche mit neuen, frischen Videos. Heute schauen wir uns mal ein paar Bilder an und gehen mal so ein bisschen das Thema durch.
Bah, Junge, wie hässlich. Downgrade, unspielbar. Durch, ob GTA 6 jetzt so Kleiner kurz vor Spaß. dem Release eventuell wirklich ein Grafik-Downgrade bekommen hat und wieso die Leute der Meinung sind, dass GTA 6 jetzt schlechter aussieht als noch vor einem Jahr bei den 70 Bildern, die nach Trailer 2 kamen. Wenn euch solche tiefen Analysen also gefallen und ihr bei mir auch noch ein bisschen was lernen könnt, dann denkt immer dran, abonniert diesen Kanal, denn hier bekommt ihr wirklich die tiefsten Analysen zum Thema GTA 6 und ich versuche euch immer alles zu erklären, warum ich bestimmte Dinge gefunden habe oder warum ich bestimmte Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Kommen wir aber mal zu dem Thema, warum die Leute glauben, dass GTA 6 jetzt so kurz vor dem Release bei den Ultimate Edition Bildern ein Grafik-Downgrade bekommen haben. Und das liegt zum größten Teil an Jason's Bart oder ganz allgemein einfach an den Haaren oder der Behaarung. Aber an Sind wir ehrlich, Chat, Skala von 1 bis 10, aber ihr könnt einfach ehrlich sein. Das sieht jetzt nicht sauber aus, muss man schon ehrlich sagen. Das sieht echt nicht sauber aus, das ist jedem direkt aufgefallen. Ich würde sagen 5 bis 6 von 10. Also es ist jetzt, also es fällt schon auf, man sieht diese ganzen Stoppeln, das sieht ein bisschen so aus wie ein Spiel, was mit Unreal Engine gemacht wurde, wo jemand sich einfach mal ausgetobt hat mäßig. Checkt ihr? Ist halt optimiert. Jetzt passt auf, was er rausbekommen hat. Also wir waren da schon auf einem guten Riecher damals, mit Lucia im Pool und so. Aber schaut mal, was Troll rausbekommen hat. Das ist crazy. Jason's Bart kann man das besonders gut sehen, denn der Bart besteht jetzt aus so ganz vielen kleinen schwarzen Punkten. Und das ist den Leuten immer vermehrt aufgefallen, sodass sie sich darüber lustig gemacht haben, dass Jason's Bart eben so aussieht. Digga, Oder auch zum Beispiel so. Ja, das heißt, das ist schon gottlos, ne? Das sieht ja wie türkisch Hairlines aus, du. Ja, der Aiden würdest du auch sagen, ja? Türkisch Hairlines einfach, Digga. Rechts frisch aus der Türkei gekommen, ja. Das ist es, ne? die machen sich darüber lustig, dass Jason's Bart jetzt aus Da musst du ganz ganz vielen schmunzeln, kleinen schwarzen du. Punkten besteht und nicht mehr wie ein richtiger Bart aussieht, wie noch damals bei den Bildern zu Trailer 2. Aber um das einmal zu erklären, was jetzt wirklich Fakt ist und was jetzt wirklich eigentlich passiert ist, müssen wir einmal zurück zu den Bildern von Trailer 2 kommen. Und da sehen wir einmal hier ein Bild, ja. Wir können ganz klar sehen, dass Jasons Haare und Jasons Bart hier wirklich 100-mal besser aussehen als auf den Bildern zur Ultimate Edition. Warte, wir öffnen das einmal so. Ja, also ich versuche das jetzt mal Side by Side hinzubekommen, wenn Windows mich lässt hier. Jetzt habe ich das Ganze Side by Side und wenn wir hier einmal ranzoomen, dann Aber wenn wir hier gucken, ne, das wurde nicht mal sehr, sehr gut editiert. Ne? Hier Stoppeln zu sehen, hier sind Stoppeln zu sehen. Also die haben nicht mal tatsächlich nicht überall Weichfilter drauf, ja? können wir ganz klar sehen, es gibt wirklich massig Unterschiede bei der gesamten Behaarung. Das muss man wirklich sagen. Ja, also es geht hier nicht nur um Bart, sondern es geht um die gesamte Behaarung. Und jetzt erkläre ich euch etwas, was mir aufgefallen ist, worüber noch absolut keiner gesprochen hat. Das ist mir damals schon zu Trailer 2 aufgefallen, aber ich habe das nie erwähnt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das erklären soll, beziehungsweise ich habe ja erst jetzt das Ergebnis mit den neuen Bildern. Erst jetzt kann ich es auch besser erklären. Also, es gab eine Sache, die mir aufgefallen ist und das war, egal welches Bild ihr euch von Trailer 2 anguckt, nicht ein einziger Charakter hat scharfe Haare. Und jetzt fragt ihr So, und jetzt zu dem Punkt, was Adi gerade auch angesprochen hat, das Ohr sieht anders aus, ja? Vielleicht hat er auch Ohr-OP gehabt in der Türkei. Vielleicht hat der Arzt sich verschnitten und dachte sich, Digga, egal, dann korrigiere ich seine scheiß Segelohren auch mal mit dazu. Aber jetzt mal Real Talk, ja? Spaß beiseite. Ich habe manchmal so ein Gefühl, weiß nicht, ob es nur mir aufgefallen ist, aber irgendwie sieht jeder Screenshot von GTA 6 so aus, ob wäre das immer ein anderes Spiel. Bei diesem Screenshot fällt das auf, ey, voll scharf. Beim anderen der Bart, so, der ist doch nicht so. Dann wisst ihr, was ich meine? Jedes Bild sieht irgendwie anders aus, Bro. Mal ist es so eine Art von Charakterherstellung, dass der Charakter so ausschaut, plastisch. Mal sieht er aus voll ultra realistisch. Mal sieht er so aus, als wäre er noch nicht fertig. Ihr seht, dass seine Haut, seine Poren sind scharf, aber sein Bart ist komplett unscharf. Die neuen Screenshots, genau. Und ihr könnt jetzt selber, für alle, die die 70 Bilder runtergeladen haben, geht mal alle Bilder von Trailer 2, die damals rausgekommen sind, die 70 Bilder, geht die mal alle durch. Nicht ein einziger Mensch hat scharfe Haare. Und hier kommen meine... Warte mal, das interessiert mich jetzt. Also ich habe 100% Trust auf Tro, ne? Also so ist es nicht. Ich glaube ihn auch. Der hat mich bestimmt angeguckt. Aber Digga, das ist crazy. Machen wir mal irgendein random Bild, okay? Ja, Mann, schau mal hier, verschwommen. Boah, alles verschwommen, Chat. Ja, Mann, also Filter ist hier auf jeden Fall drauf. Hier sieht ihr scharf, man sieht jede Pore, hier ist es verschwommen. Also da auf jeden Fall, ja. Da muss ich nicht ran. Digga, das ist crazy, ne? Da hat der Tro wirklich Adlerauge. Ah, großes
Großes Ei in den Chat für Adlerauge. Das sieht... Ich will jetzt nicht meckern, aber man sieht hier einfach die Texturen, ne? Der Bart auch komplett verschwommen. Crazy, also wirklich, ja. Ein Bild habe ich noch im Kopf und zwar das mit der Rockerin. Ja, das ist auch verschwommen. Schaut mal ihre Haut an und ihre Haare. Seht ihr den Unterschied, Chat? Eins in den Chat. Und der Bart ist auch verschwommen. Schau mal, der Mund ist scharf, der Bart aber nicht. Vor allem hier sieht man es auch, ne? Da hat Rockstar Games auf jeden Fall... Ja, schau mal, die Haare hier. Siehst du, wie verschwommen die sind? Auch hier sieht man richtig verschwommen. Also da, wo es endet vor allem. Hier... Boah, hier ist eine scharfe Stelle. Crazy. Warte mal, vielleicht finden wir noch eine scharfe Stelle mitten in dem Bart. Da auch eine kleine scharfe Stelle. Da auch scharf, scharf, scharf. Da wurde wirklich ein bisschen retuschiert. Ob es bewusst war oder in-game, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die auch in-game-Filter, dass es nicht so krass scharf ausschaut. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal weiter, was Show zu erzählen hat. Eine Theorie, was wirklich der Fall war. Meine Theorie ist, dass Rockstar Games zu der Zeit, wo sie diese 70 Bilder released haben... War das nicht bei Red Dead Redemption 2 nicht auch so? Dazu kommt er gleich, ja, Ehrenmann. Rockstar Games da die Haartechnik für die Charaktere noch nicht 100% fertig hatte. Dementsprechend mussten die da ein bisschen faken. Und mit faken meine ich, ja, die haben es ein bisschen so gefaked, dass die Haare besser aussahen, als das eigentliche Gameplay später ist. Das hat aber einfach nur zur Folge, weil die mit den Haaren höchstwahrscheinlich noch nicht fertig waren. Und nochmal, auch hier, wir sehen seine Poren knackscharf. Laut der Tiefenschärfe von der Kamera müsste also zumindest ein Bereich hier an seinem Bart, an seinem seitlichen Bart auch knackscharf sein. Eigentlich müsste auch der Bart hier vorne knackscharf sein, weil wir auch seine Lippen in relativ scharf sehen. Ja, aber auch hier, wie ich es euch gesagt habe, nicht ein einziger Charakter hat scharfe Haare. Was aber noch mehr heraussticht, ist, dass viele Haare, die eigentlich unscharf sein sollten, nicht 100% unscharf sind. Ja, also wenn wir hier reinzoomen, dann können wir ein paar ganz kleine scharfe Zipfelchen sehen. Ja, hier bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein In-Game, also ein In-Engine-Fehler ist, ja, weil die Rockstar hat gesagt, ey, wir dürfen die Haare noch nicht so komplett zeigen, wie die jetzt hier gefaked wurden, weil das nicht das spätere Spiel zeigt. Die Haare sind hier wirklich gefaked. Und dann hat der In-Game-Engineer hat die Haare halt unscharf gestellt. Ja, ihr seht das. Die Haare sind auch hier wieder unscharf, so wie ich euch das die ganze Zeit erzählt habe. Aber ich glaube, dass entweder der In-Game-Effekt, dieser Unschärfe-Effekt, der hat es nicht hinbekommen, alle Haare komplett unscharf zu zeichnen, oder diese... Guter Call. Big Feature sagt, es ist beim Trailer Nummer 2 genauso verschwommen. Boah, guter Call. Aber schaut mal, uns kann es ja egal sein, wie es auf dem Screenshot ausschaut. Das Wichtige ist, wie sieht es in der Bewegung aus, ja? Man muss auch ehrlich, ja, uns selbst loben, Chat. Alle mal ein fettes GG. Wir haben das mit den Haaren schon vor halbem Jahr oder so entdeckt. Da, wo wir teilweise noch ausgelacht wurden von den krassen Experten im Chat, ja. Wo die gesagt haben, das ist kein Fehler oder so. Ja, das ist in-game verschwommen. Bro, bitte, ja. Das ist für mich der Beweis, dass sie auch mit Photoshop arbeiten. Also, dass die Bilder im Nachhinein bearbeitet sind, ist kein Geheimnis. Damit ihr versteht, was genau da bearbeitet wurde, der Blue-Effekt, also der verschwommene Effekt. Ja, ihr Gesicht ist im Fokus und in Wirklichkeit in-game ist der Hintergrund nicht so verschwommen. Da ist irgendein Designer anscheinend mit dem Radiergummi drüber gegangen und hat eine Linie gezogen. So, die Haare sind im Trailer Nummer 2 auch verschwommen, Chat. Digga, jetzt sehe ich das. Seht ihr diesen verschwommenen Filter? Schau mal, die Haare sind verschwommen, die Haare hier. Und der Bart auch. I got some properties with paying tenants. Well, that's why you came by? Just go get me my checks. Das Hey, ändert Brian. jetzt einiges. Das ändert jetzt einiges. Hier auch leicht verschwommen. Ich glaube, boah, Chat. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, es ist so programmiert, dass es auf Distanz verschwommen ist, damit es auf Distanz auch realistischer ausschaut. Eins in den Chat. Oder sagt ihr, zwei in den Chat, es wurde im Nachhinein verschönert. Könnte sein, dass die Haare einfach von sich aus verschwommen sind. Checkt ihr, was ich meine? Da sieht man auch keine Haare, ne? Bei dem Dude, wo geklatscht wird. Sieht man im Auto. Ist auch verschwommen, ne? Ah, scharf ist es auf jeden Fall nicht. Ein bisschen schwer zu sagen. Hier bei Lucia. Verschwommen. Hey. Hier sieht man es nicht krass. Aber schau mal die Lichteffekte, ja. Boah, Junge, das ist crazy. Schau mal jetzt hier, zack. Der hat Vegeta-Schädel einfach. Kennt ihr Vegeta? Das ist einfach Vegeta, Bro. Der hat einfach Vegeta-Löcher im Kopf, du. Bilder wurden nach
nachträglich mit Photoshop bearbeitet und die haben diese automatische Unschärfe-Maskierung benutzt, wo man einen Bereich auswählen kann und dieser Bereich wird dann unscharf maskiert. Aber diese Unscharf-Maske hat auch hier nicht hinbekommen, jedes einzelne Haarstöppelchen unscharf zu zeichnen. Ja? Das heißt, es gibt Fehler in diesen Haaren, dass es so ein paar kleine Stöppelchen gibt oder ein paar kleine Haare, die immer noch scharf sind. Trotzdem muss man sagen, daraus schließe ich, weil alle Haare bei allen Charakteren komplett unscharf sind, gehe ich davon aus, dass Rockstar Games zu dieser Zeit mit den Haaren noch nicht fertig war. Und Rockstar Games wollte die Haare so ein bisschen unscharf lassen, damit der Fokus nicht auf jedes einzelne Haar liegt, sodass die Leute diese Haare jetzt schon analysieren, obwohl die Haare im fertigen Spiel, also wie wir die jetzt bei der Ultimate Edition gesehen haben, dann komplett anders aussehen werden. Und ich glaube, dass Rockstar Games sich diesen Backlash ersparen wollte, indem die diese unfertigen Haare einfach unscharf gelassen haben. Und wenn wir jetzt einmal zu den Ultimate-Bildern gehen, dann kann man ganz klar sehen, dass die Haare, anders als bei den Bildern von Trailer 2, nicht mehr unscharf sind. Wenn wir nämlich ranzoomen, können wir ganz klar sehen, dass die Haare, na klar, auch wenn die jetzt hier noch ein bisschen unscharf sind, sind die... Chat, das ist schon sehr, sehr krasses Meckern auf höchstem Niveau. Jetzt ist die Frage, wollt ihr lieber so eine 2D-Textur, die übelst realistisch ausschaut, dann eins in den Chat, dann gibt es gar kein Problem, das sieht dann super aus. Der Bart sitzt, ist halt eine 2D-Textur drunter. Oder wollt ihr, dass jedes einzelne Härchen, wenn der Wind kommt, wackelt jedes einzelne einzeln? Man kann aber keine Millionen an Haare reinsetzen. Das ist natürlich logisch. Und dadurch, dass man nicht Millionen reinsetzt, sondern vielleicht 100.000, fällt es halt auf. Das ist halt der Unterschied. 2D reicht, sagst du. Zu dem 2D kommen wir gleich, Chapo. Also wie gesagt, ich habe das Video schon gesehen. Da spricht Tro gleich auch was an im Vergleich zu Red Dead Redemption 2. Aber relativ aus der Entfernung, aus der man das Bild sieht, nämlich aus der hier, sind die Haare genauso scharf wie seine Haut und seine Poren selber. Und das ist jetzt der große Unterschied zwischen den Bildern von damals zu Trailer 2 und die Bilder, die jetzt rausgekommen sind. Denn wir können ganz klar jede einzelne Strähne quasi fast nachverfolgen. Wir gehen mal die Bilder weiter, denn es gibt noch ein Bild, was ein bisschen noch detaillierter zeigt, was ich meine. Und das ist dieses Bild hier. Das ist ein absolut perfektes Bild. Wir suchen uns jetzt mal aus den 70 Bildern von Trailer 2, suchen wir uns mal ein Bild raus von Lucia Caminos. So, ich habe die zwei Bilder jetzt mal nebeneinander gepackt und hier kann man ganz klar sehen nochmal, was ich meinte. Ja? Wenn wir einmal bei den alten Bildern reinzoomen, dann kann man ganz klar sehen, dass jede Das haben wir entdeckt damals, Chat. Haben wir entdeckt? Eins in den Chat. Haben wir entdeckt? Haben wir entdeckt. Ja, ihr seid meine Zeuge, wir sind vor Gericht, ja. einzelne Haarsträhne ist einfach unscharf. Als wenn wirklich Rockstar Games bewusst gesagt hat, wir dürfen keine Haare zeigen. Wir müssen die einfach komplett unscharf. Mahlzeit alle zusammen, endlich mal live dabei. Stony, grüß dich, mein Bester. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du live dabei bist, ja. Danke, Chat, dass ihr bei so einem geilen Wetter irgendeinem bärtigen, lockigen Mann zuguckt, ja. Sehr geil, ja. Stellen, damit keiner analysieren kann. Und wenn man ganz genau reinzoomt, da kann man auch hier sehen, dass hier wieder ein Unschärfefehler ist. Dass da drunter die Haare eigentlich scharf wären. Das kann man auch hier wieder sehen. Und was ich meine ist, der große Unterschied zwischen den damaligen Haaren, die alle unscharf waren, natürlich sehen die alle gut aus, aber die sind auch alle unscharf, zu den jetzigen Haaren, die relativ das Ende. Bruder, ich sag dir so, Tro, es ist egal, ob die Haare scharf sind oder nicht, wenn es an einer Person dran sind, die scharf ist. Das ist es. Cringe. Ergebnis, was wir später auch in-game sehen werden, widerspiegeln. Ja, also wirklich das Haarendergebnis sehen wir hier in den Ultimate-Bildern. Dann kann man ganz klar sehen, guck mal, es ist jede einzelne Strähne zu sehen. Guckt euch den Unterschied der Schärfe einmal an. Ja. Ja. Man sieht aber auch, wenn man ehrlich ist und das vergleicht und jetzt denkt euch mal diese verschwommene weg, ja, dieses nachbearbeitete, sieht man eigentlich, dass es komplett gleich ist, ne? Die Haare sind einfach gleich geblieben, nur hier ist verschwommen Filter drauf und dann nicht. Und vielleicht natürlich andere Lichteinflüsse. Guckt euch diesen Unterschied mal an. Hier kann man überhaupt keinen Ansatz erkennen. Also ich könnte jetzt mit einem Bleistift nicht nachzeichnen, wo der Haaransatz ganz genau ist. Hier kann ich das sofort nachzeichnen. Ich weiß ganz genau, wo der Haaransatz ist. Ich könnte sogar um jede einzelne Kurve gehen. Ihr seht das hier. Ja. Oh ja, ich würde bei Lucy auch gerne um jede einzelne Kurve gehen. Und das ist der große Unterschied zwischen den damaligen Guna-Mode aktiviert. Das ist es. Bildern und den jetzigen Bildern. Die Leute schauen sich die jetzigen Bilder an und sagen, Spaß, warte mal, warum sieht Jason so scheiße aus? Warum sieht der Bart von Jason eigentlich so scheiße aus? Die checken aber nicht,
dass diese Bilder die echten Haare anzeigen, wie wir sie später in-game sehen werden. Und jetzt möchte ich euch einmal versuchen, genau zu erklären, warum ist sein Bart aber trotzdem so stöppelig, so mit schwarzen Punkten? Warum kann man diese schwarzen Punkte so extrem sehen und warum fällt das so extrem auf? Dazu Ey, Chat, wie heißt doch mal dieser Bre, der immer so voll aus jedem Thema einfach Geschichten erfindet? Dieser FTW-Boss oder so. Oder hat er noch kein Video hochgeladen, dass GTA 6 so ultra realistisch ist, dass wir sogar nach Türkei fliegen können, um Haare zu machen? Gab's doch kein Video dazu, oder? WTF, Bro, oder so. Mr. Boss WTF, genau. Hat er noch kein Video gemacht, dass wir nach Türkei fliegen können? Money Glitch in Türkei machen, dass wir dort gefälschte Kleidung kaufen können? Auf dem Bazar zu einem halben Preis? Aber da gab's doch nichts, ne? Schade. muss man erstmal verstehen, dass Haare in Spielen unglaublich schwer sind. Also es gibt, glaube ich, nicht einen einzigen Charakter, wo jede einzelne Strähne wirklich eine einzelne Strähne ist. Es sind immer mehrere Strähnen, sind immer, wie soll ich das erklären, sind eine Datei, okay? Und aus ganz vielen zusammengepackten Strähnen und Ihr müsst bedenken, so verschiedene Strukturen an Haaren werden zusammengebappt. Und diese werden wie Extensions, ja, wie diese Rapper Extensions, XXX Extensions, ja. Die werden einfach an die Haare dran gemacht und dieser Büschel ist quasi eine Datei. Es sieht dann ungefähr so aus. Digga, ich bin besoffen. Kann einfach nicht gerade machen. So, Hitbox. Und dann haben wir noch eine grüne. So mäßig. Und diese 2D-Textur ist unsere Hitbox. Und diese wackelt hin und her. Es ist ein Viereck. Das heißt, wenn wir hier unser Finger dahin tun, ja, und hier berühren, dann wackelt die Strähne mit. Also warte mal, mach mal einen Finger draus, Digga, das sieht schon ein bisschen sass aus. Ja. Egal, Bro. Egal. Show erklärt es, glaube ich, besser. Guck mal weiter, ja? aus ganz vielen zusammengepackten Dateien macht man dann die Kopfhauthaare. Also das heißt, diese blonden Strähnen, die wir hier vorne haben, das ist eigentlich ein einziger Strang, der simuliert wird, wenn der sich im Wind bewegt. Versteht ihr? Genau. Das heißt, diese, sagen wir, die hier blond sind, ne, diese blonde, schräge Strähne, die hier durchläuft, das ist ein, wie soll ich das nennen? Das ist ein Mesh, Alter. Das ist so ein Viereck und da drinnen verlaufen diese Tro geht einfach Crashout auf sich selbst, ja. Dinger. Das heißt, wenn der Wind stößt, dann bewegt sich das Viereck einfach und damit alle Strähnen, die da drinne sind. Und so kann Also also habe ich das richtig verstanden gehabt mit dem Viereck, ja? So wie eine Art Hitbox, ne? man sich eben viele Haare sparen. Und noch schwieriger sind die Barthaare. Denn die Barthaare, die können gar nicht so viel einzeln ins Gesicht gepackt werden, wie wir sie in echt haben. Schaut mal, was für ein Bart ich habe. Du kannst das ja gar nicht zählen. Aber um das in-game zu simulieren, das würde nicht funktionieren. Das würde in 60 FPS niemals funktionieren. Das heißt, was die machen, um das Ganze ein bisschen zu faken, ist, sie geben Jason im Gesicht, ne, stellt euch mal die Haare komplett weg. Stellt euch mal alles, was hier schwarz ist, stellt euch das mal komplett weg. Und die geben der Hauttextur, geben die schon eine Barttextur. Und diese Barttextur sieht schon nach Haaren aus. Und auf diese dunkle Barttextur, die der Charakter dann hat, da drauf packen sie dann diese einzelnen schwarzen Haarsträhnen. Das Problem ist, Jason hat in diesen Bildern eine sehr helle Haut. Das heißt, entweder haben die bewusst diese dunkle Barttextur, die unter den echten Haaren ist, haben die weggelassen und deswegen sieht man diese Haare wirklich so hell. Ja, diese einzelnen Stöppelchen sieht man so kontrastreich in seinem Gesicht, was die Fans dann am Ende stört. Oder die haben Jason bewusst einen hellen Hauttypen gegeben, der einfach keinen dunklen 3-Tage-Barttextur unten hat. Am besten. Ich sag euch ehrlich, Rockstar Games hat einfach bei der Trailer 2 Zeit haben die einfach gesagt, okay, wir machen das mal retuschieren, wir gucken mal, wie weit wir kommen, wir versuchen das zu verbessern, weil das ist denen bestimmt auch damals aufgefallen, dass es nicht so ganz clean ausschaut. Und haben sie sich gedacht, okay, weißt du was, wir geben unser Bestes einfach und schauen, wie es dann in Zukunft sich entwickelt. Aber bevor wir jetzt irgendwelche Leute drauf hüpfen und sagen, ey, das sieht so komisch aus oder was weiß ich was, machen wir es erstmal verschwommen, weil vielleicht kriegen wir das hin. Und jetzt 4 Monate, also fast 4 Monate von der Release, wissen die, okay, wir kriegen es einfach nicht besser hin, wir zeigen es einfach, wie es ist, dann ist es halt so. Die müssen damit klarkommen, weil es wird zum Release so ausschauen, passt schon so. Kann ich euch das einmal zeigen in Red Dead Redemption 2, wenn wir uns mit 2D-Textur meint er, ne? Dass man den 3-Tage-Bart nicht sieht. Das habe ich gestern auf dem Handy auch nicht gesehen, aber jetzt auf dem Fullscreen, ich sehe da tatsächlich wirklich eine 2D-Textur. Seht ihr das?
Das sind ganz, ganz mini kleine Stoppeln. Erkennt ihr die Chat? Eins in den Chat? Da, dieses leicht helle. Und das sind Haare, die programmiert sind. Arthur Morgan angucken. Hier in diesem Video kann man das perfekt sehen. Schaut euch das mal an. Auch Arthur Morgan hat genau die gleichen Haarstöppelchen wie Jay. Fast gekotzt gestern, als ich das gesehen habe, Digga. Gleich kommt so eine ekelhafte Aufnahme, Bro. Ich habe einfach Red Dead Redemption 2 Bartphobie einfach, die ich nicht kannte. Jason. Ja? Schau mal, Bro. Junge, fast gekotzt gestern im Zug, als ich nach Hause gefahren bin. Als ich das gesehen habe, schau mal, wie die wackeln gleich. Aber Arthur Morgan hat unter seinen kleinen Stöppelchen So wie kleine Würmer, die... Bäh. Und schau mal, aber das ist dir aufgefallen. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass es euch aufgefallen ist, dass es so ausschaut. Bro, ich habe einfach gesehen, Mashallah, geile Bart. Ja, Bart hat geredet, Bart hat gelöft. Ja, Bart hat Tuberkulose, geschluckt, mäßig aufgesaugt. Mehr habe ich nicht drauf geachtet, ja. Ich wusste nicht, dass es so kleine Härchen sind, Bro. die ja viel weniger sind als die echte Anzahl an Barthaaren. Ja, also hier kann man die wirklich an der Hand abzählen. Ja, man könnte per Maus alle durchgehen und am Ende wären das vielleicht so 750. Versteht ihr? Aber unter diesen 750 Haaren hat er noch eine Barttextur. Und aus diesem Grund ist das bei Arthur Morgan nie aufgefallen, diese schwarzen Haarstöppelchen. Aber alle Fans, die Red Dead Redemption 2 gespielt haben, haben sich nie darüber beschwert, dass Arthur Morgan zu wenig Haare hat. Die haben nie ein Meme darüber gemacht, dass seine Barthaare schwarz gepunktet aussehen. Ja? Versteht ihr? Arthur Das ist die Gefahr an GTA 6, Chat. Weil egal, wie geil Rockstar Games GTA 6 präsentiert, es wird niemals bei jedem gut ankommen. Die Erwartungen sind einfach viel zu crazy, ja. Viel zu crazy. Deswegen kann ich euch nur was ans Herz legen. Ihr findet Red Dead Redemption 2 geil, geht davon aus, dass GTA 6 mindestens so gut wird. Oder geht davon aus, dass GTA 6 genauso wie Red Dead Redemption 2 wird, nur ein bisschen besser. Wenn er mit dieser Einstellung geht, dann erwartet ihr nicht zu viel. Bitte erwartet nicht, dass es jetzt was komplett anderes ist. Es ist immer noch ein Spiel, Chat. Es ist immer noch ein Spiel. Es wird nicht ultra realistisch sein, wie ihr euch das vorstellt. Ja, und der Mainstream, kleinen Kiddies, alle, die denken, Bro, da kommt jetzt irgendwas Krasses auf die zu, was sie noch nie gesehen haben. Es ist zwar was Krasses, aber es ist lange nicht das, was sich manche vorstellen. Ja, bleibt realistisch. Es wird immer noch ein Spiel sein, was auch Bugs hat. Es wird immer noch ein Spiel sein, was Texturfehler hat. Ja, es wird nicht perfekt sein. Aber soll's auch nicht. Morgan hatte einfach eine dunkle Barthaartextur unter den Haaren und darüber waren dann die echten simulierten Haare, die tatsächlich in-game auch rauswachsen. Okay? Und genau das Gleiche sehen wir eben auch bei Jason. Ja, also es gibt bei Jason 1:1 keinen Unterschied zwischen den Barthaaren von Arthur Morgan und seinen Barthaaren, die er jetzt hat. Es gibt keinen Unterschied. Aber die Leute beschweren sich bei Jason mehr als bei Arthur Morgan. Versteht ihr? Diese Ich würde sogar behaupten, dass Jason viel mehr einzelne Haare hat als wie Arthur Morgan. Und bei Arthur Morgan, Bruder, das waren 3 mm Würmer, die ihn aus der Fresse wachsen, ja. Hier sieht es schon feiner aus, ja. Also gibt es schon auf jeden Fall einen Fortschritt. Ich denke mal, mit der Zeit, wenn der Bart ein bisschen länger wird, wird auch diese 2D-Textur, wenn es eine sein soll, auch detaillierter und dann fällt es auch nicht so auf, dass diese Barthaare da aus dem Gesicht wachsen. Die Dichte ist viel krasser geworden. Ich würde sagen, die hat sich ver 20- bis 30-facht, oder? Haare zeigen einfach viel mehr das Endergebnis, was wir tatsächlich im Spiel haben werden. Und wenn man sich diese Bilder so anguckt, dann kann man einfach nur sagen, das, was Rockstar Games da erschaffen hat, ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Jedem sollte eigentlich klar sein, dass wir nicht 2 Millionen Haare hier ins Gesicht packen können. Rockstar Games hat die Masse an Haare schon deutlich erhöht, im Gegensatz zu den Haaren, die Arthur Morgan noch hatte. Weil wie gesagt, bei Arthur Morgan konnte man die mit der Maus durchzählen. Das wären vielleicht so zwischen 250 und 550 oder 750 gewesen. Aber ich finde, die Haare, allein die Barthaare von Jason, und er hat ja nicht mal diese dunkle Textur darunter, ich finde, allein die kann man schon nicht mehr nachzählen. Das wäre zu kompliziert. Also man kann auch hier sehen, wie die Technik von Rockstar Games sich erweitert hat, um die Barthaare, die sowieso schon komplex zu simulieren sind, massig zu verbessern und auch zu erhöhen, die er später im Gesicht trägt. Und ihr müsst euch vorstellen, dass das Haare sind, die sich dynamisch während des Spielverlaufs verändern. Das heißt, diese Haare, diese ganzen kleinen Punkte, die wir hier sehen, die werden später im Spiel richtig wachsen. Die werden richtig rauswachsen. Und am Ende, wenn er ein Vollbart hat, sieht er eben genau so aus wie auf diesem Bild. Also wie Gronk. Ja, Jason wird zu Gronk in GTA 6. Schau mal, jedes einzelne Härchen ist anscheinend dynamisch.
Checkt ihr, was ich meine? Also wenn er auf die Fresse bekommt. Mich würde jetzt auch interessieren, was passiert, wenn vor uns so Molotow-Cocktail geschmissen wird. Verbrennt dann der Bart oder wie schaut's aus? Checkt ihr, was ich meine? Versteht ihr? Wenn diese Masse rausgewachsen ist, seine schwarzen Punkte, die man am Anfang noch stark gesehen hat, wenn er einen 3-Tage-Bart hat, wenn die rauswachsen, dann sehen die Haare so aus. Und das ist crazy unglaublich. Und ich muss mal ganz klar ehrlich sein, ich kann verstehen, warum die Leute sagen, dass das hier ein Downgrade ist. Ja. Warum sieht sein Bart so scheiße aus? Aber denkt immer dran, er hat nicht diese dunkle Textur, die Arthur Morgan hatte. Es sieht nicht scheiße aus, sondern es wurde weniger retuschiert. Es ist jetzt mehr so, wie es zum Release sein wird. Es wurde einfach weniger von Rockstar Games rumgespielt und weniger rumretuschiert. Es ist jetzt die Wahrheit. So wird GTA 6 auch schon. Fertig. Und ihr seid mit Arthur Morgan auch den ganzen Tag rumgelaufen und nicht ein einziger hat sich jemals über den Bart von Arthur Morgan beschwert, sondern eigentlich fanden die alle den dynamischen Bart bei Arthur Morgan geil, weil zum ersten Mal wächst in einem Spiel der Bart und du kannst dich rasieren und du kannst dir die Bartfrisur so anpassen, wie du die möchtest. Und deswegen, klar, es sieht hier ein bisschen gedowngradet aus, aber wie ich euch am Anfang erzählt habe, denkt dran, die 70 Bilder, an denen wir oder die Fans sich alle orientieren, die nach Trailer 2 rausgekommen sind, diese Bilder haben nicht die echten Haare gezeigt, sondern Rockstar Games war zu dem Zeitpunkt nicht fertig mit den Haaren und hat die Haare deswegen unscharf gestellt und erst jetzt bei den Ultimate Edition Bildern ist Rockstar Games mehr oder weniger mit den Haaren fertig geworden, sodass sie die jetzt relativ scharf zeigen konnten, weil wenn man ranzoomt, man sieht, dass jede einzelne Haarsträhne von Lucia, auch wenn das hier ein bisschen rauschig wirkt, das ist keine Unschärfe, das ist einfach nur der Denoiser, der in-game wirkt, ja, der Denoiser, also die Haarsträhnen sind so dünn, dass Ja, mal schau mal, die Haare sind immer noch verschwommen. Seht ihr das? er anfängt beim Denoisen, beim Entrauschen, fängt er an, diese dünnen Haarsträhnen zu berauschen, muss man sagen. Also anders kann man es nicht erklären. Ja? Und ohne einen Denoiser würde das Rendering, wie wir es hier haben, gar nicht funktionieren. Das heißt, ein Denoiser ist, während ihr zockt, immer an. Und wenn etwas sehr, sehr dünn und sehr, sehr klein ist, dann fängt das so ein bisschen an zu rauschen. Aber die Schärfe der Haare ist jetzt 100% da. Das heißt, ihr seht, diese Braids an der Seite, die sind genauso scharf wie Lucias Gesicht selber. Und das ist das, was man eben hier an den Bildern stark erkennen kann. Ja? Und wenn man sich die spezielle Frisur von Jason nochmal genauer anguckt. So sind meine Kopfhörer jetzt aus? Ich muss jetzt mit Untertitel gucken. Wo er bei Sarahs Unisex-Shop steht hier, okay. Dann kann man sehen, die Haare sind nicht unscharf maskiert wie bei den 70 Bildern, sondern hier kann man ganz klar sagen, ey, das sind 100% die Ingame-Haare, die sind knackscharf und das sieht geil aus, das sieht absolut crazy aus. Ja. Und deswegen, das war jetzt das tiefe für Haarthema mit einer Haaranalyse und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen beibringen und zeigen, warum diese neue Haarphysik in GTA 6 kein echter Downgrade ist, sondern eigentlich ein echter Upgrade, das muss man wirklich sagen. Schreibt mir mal an der Stelle eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet... Also ich bin auch der Meinung, dass es ein Upgrade ist. Also wenn die Haare wirklich so sind, dass wenn wir jetzt hier jede einzelne Strähne angucken, wo man sagen muss, okay, die Haare sehen echt dicker aus als wie in Real Life. Aber wenn die wirklich jedes einzelne Haar dynamisch machen, dass sie ein Eigenleben quasi haben, im Wind sich verhalten und so, dann ist es auf jeden Fall ein Upgrade. Was ich auch geil finden würde, wie es sich verhält im Wind, wenn man, der hat ja Wachs in den Haaren, man sieht's ja, ne? Das wird sich ja anders verhalten, wie wenn er keinen Wachs reintut. Crazy, oder? Ein bisschen was lernen und im nächsten Video werden wir wahrscheinlich uns nicht mehr die Haare angucken, sondern wir werden uns generell alle Bilder angucken und gucken, ob es grafisch außer den Haaren noch ein Downgrade gab. Ja? Deswegen unbedingt abonnieren, um dieses neue Video nicht zu verpassen und wir sehen uns dann beim neuen Video. Haut rein. Ciao, ciao. Sehr, sehr geil. Zwischen Haas Hype, GTA 6 Vorbestellung. Boah, Junge, was ist denn da los, Alter? Digga, was für Haas, Bro? Ich check das jetzt nicht, Digga. Jetzt ohne Spaß. Jetzt, ne? Da muss ich ein bisschen Crashout gehen, ja? Digga, kaum habe ich meinen Puls beruhigt, Junge. Digga, wieso schüren die Creator, die Kohle machen mit GTA 6, so einen Hass, Bro? Warum versammeln die diese Vollidioten, diese verdammten Dullis? Das ist perfektes Futter, Bro. Das ist so Bakterium. Du machst so Fass auf, machst so ein bisschen Zuckerleckerli, so, ja, und dann versammelt sich dieses Abschaum da drin. Das ist einfach Nährboden für das richtig Schlimme. Digga, wir müssen echt mehr auf Positives warten. Also das ist immer derselbe Ablauf, Bro. Das ist so... Das trifft einfach auf unsere Gesellschaft, checkt hier. Erst nutzt man das Positive aus, so danke Rockstar Games, Vorbestellung, alle gönnen sich, alles wunderschön. Ja, und wenn man da so seine Klicks gesammelt hat, Bro, geht es in die negative Schiene und dann versucht, da Drama zu machen, so, aber so, Digga, das ist doch uncool. Das ist doch ein bisschen uncool, doch.
Das ist so krass, so, Bro. Wie würdest du dich als Rockstar Games Spielehersteller jetzt fühlen? Mache ich jetzt alles richtig oder ist es scheiße? Keiner ist zufrieden, ja? Ignorieren. Ja, das ist ja das Ding. Deswegen sage ich euch ehrlich, ne, das ist jetzt mir scheißegal, was alle anderen machen. Ihr könnt auch gucken, was ihr wollt. Ich werde jetzt einfach auf mich gucken und einfach mein Ding machen, Bro. Wie ich das für richtig halte. Aber für diese Standard 0815 Babel habe ich gar keinen Bock mehr, Digga. Ich sag dir ehrlich. Früher habe ich immer geschaut, so, was gibt's Neues, aber ich bin da raus, ja. Also wenn Leute wirklich GTA 6 hassen wegen den 63 Screenshots, was eigentlich eine positive Sache ist, das ist crazy, also wirklich, ne, wenn man von Hass spricht, Digga. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl Hass kennt, aber für Hass muss schon einiges passieren. Bro, da sitzt der Entwickler, schieben Überstunden, arbeiten 100 Stunden am Tag, damit irgendwelche Leute sagen könnten, das Spiel ist scheiße. Stecken 3 Milliarden in die Produktion. Bro, die müssten das gar nicht machen, Digga. Wenn es so weitergeht und sich noch beschwert wird über ein 3 Milliarden Spiel, wisst ihr, wo wir landen? Bei EA, Alter. Dann kommt jedes Jahr in GTA 7, GTA 8 raus, irgendwie auf Krampf rausgedrückt, ist eigentlich ein DLC. Rockstar Games ist das einzige Studio, was sich noch Mühe gibt. Es ist mit Abstand das einzige Studio, was sich noch Mühe in dieser scheiß materiellen Gesellschaft, Gaming-Gesellschaft Mühe gibt. Alle anderen gehen auf Fake-Openings, alle anderen gehen auf irgendwelche Battle Pass-Geschmarri, ja. Das ist das Ding. Da macht Rockstar Games, sagt, wir arbeiten nicht mit KI, um Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, wir haben KI-Team gekündigt, ist zwar ein Widerspruch, aber eine KI kann sehr viele tausende Arbeitsplätze vernichten. Die haben gesagt, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter bleiben. Wir wollen die Mitarbeiter weiterhin unterstützen. Wir wollen, dass es handgefertigt wird. Wir wollen in der Zukunft sorgen, dass wir nicht einfach mal irgendwelche Spiele jedes Jahr rausballern oder in regelmäßigen Abständen, sondern erst, wenn wir sicher sind, dass es unserer Meinung nach perfekt ist. Es ist ein Studio, was Milliarden in ein Spiel reinsteckt, anstatt 3 Spiele rauszubringen, je 1 Milliarde. Oh, versteht ihr, was ich meine? Das ist doch, Digga, das ist doch in jeder Hinsicht einfach respektlos. Wenn du GTA 6 wegen diesen Screenshots hast, also wirklich hast vom tiefen Herzen und sagst, das ist Müll, dann bitte spiel das einfach nicht. Du kannst natürlich sagen so, ey, ich finde den Bart nicht so gut, das war früher anders. Ich finde das nicht so gut, aber Bro, wenn du sagst, ich hasse GTA 6, es ist Müll, da hast du gar keine Ahnung. Aber musste auch mal gesagt werden. Ja, das ist ja das Schlimme, DH Music. Würden diese Menschen sich wenigstens aufregen und dann das Spiel in Ruhe lassen? Nein, die werden das Spiel sowieso kaufen. Und das packe ich in dieser Gesellschaft nicht. Weißt du, was ich meine? Dass man sich einfach grundlos über irgendwas aufregt. Hauptsache, man hat seine Meinung gesagt. Aber im Endeffekt Schwanz einzieht und es trotzdem kauft. Depperless nennt man sowas in unserer Gesellschaft, ja? Alle mal ein D, Double D, nicht nur für Titten, sondern für Doppel-Depperless. Trust. Trust.